Hallo und herzlich willkommen hier bei Erikas Selbstgemacht. Den ersten Liebstöckel können wir jetzt schon ernten oder auch genannt Maggikraut. Heute zeige ich euch ein leckeres Brot mit Liebstöckel und mit Zwiebeln. Das leckere Liebstöckel-Zwiebelbrot ist richtig schön fluffig und saftig und die Zutaten dafür könnt ihr jetzt einmal nachlesen oder wie gewohnt unten nochmal in der Videobeschreibung. In 375 Gramm lauwarmem Wasser brösele ich jetzt 20 Gramm frische Hefe hinein. Die Hefe liebt Zucker und deshalb bekommt sie einen Esslöffel. Die Hefe, das Wasser und den Zucker verrühren wir jetzt, so lange bis sich alles aufgelöst hat. Das Hefe-Wasser-Zucker-Gemisch gebe ich jetzt in eine große Schüssel. Dazu kommen jetzt 600 Gramm Dinkelmehl Typ 630 und 50 Gramm Butter, die habe ich hier in kleine Würfel geschnitten und sie sollte zimmerwarm sein. Die Zutaten lasse ich jetzt verkneten, bis auf eine Zutat, die noch fehlt, nämlich das Salz. Ich gebe heute ein Kräutersalz hinein, das habe ich selber gemacht, da ist Liebstöckel drin, Schnittlauch und Petersilie. Wie ich das gemacht habe, verlinke ich euch oben. Ihr könnt natürlich auch ganz normales Salz hineingeben oder auch gekauftes Kräutersalz. Vom Salz brauchen wir 2 Teelöffel. Das geben wir hinein, wenn der Teig schon etwas angeknetet ist. Und danach darf der Teig jetzt für 7 Minuten kneten. Gefällt dir mein Kanal und meine Rezepte, würde ich mich riesig freuen, wenn du mich kostenlos abonnierst. Nach den 7 Minuten sollte sich der Teig vom Schüsselrand gelöst haben. Jetzt befreien wir den Teig nur noch vom Knethaken und dann geht's auch schon gleich weiter. Mich würde jetzt mal interessieren, was ist denn euer Lieblingsbrot? Schreibt mir es doch in den Kommentaren. Ihr könnt jetzt die gleiche Schüssel verwenden, aber ich nehme immer eine saubere. Da gebe ich jetzt etwas Olivenöl hinein. Das Olivenöl verteile ich dann gleich mit meiner Hand, so dass überall in die Schüssel etwas hinkommt. Den Teig gebe ich dann in die Schüssel und anschließend verknete ich ihn etwas mit meinen Händen. Den Teig nehme ich dann zwischen beide Hände, ziehe die äußeren Enden nach unten und lege ihn zurück in die Schüssel. Abgedeckt darf er jetzt für mindestens 1,5 Stunden an einem warmen Ort ruhen. In der Zwischenzeit ernte ich jetzt schon mal den Liebstöckel. Das solltet ihr gleich früh morgens machen nach dem Morgentau. Danach wird er gut gewaschen. Ich habe jetzt hier einen Bund Liebstöckel. Einfach unter fließendem Wasser kurz abspülen. Das Wasser schütteln wir dann schon mal etwas ab und anschließend nehmen wir ein sauberes Küchentuch und trocknen den Liebstöckel ab. Die Blätter zupfe ich jetzt vom Stängel ab. Für das Brot verwende ich nur die Blätter, die Stängel nicht. Die Stängel werfe ich allerdings nicht weg, die nehme ich später zum Suppenkochen her. Anschließend wird der Liebstöckel nur noch klein geschnitten. Des Weiteren benötigen wir noch 2 Zwiebeln, die werden geschält und in ganz feine kleine Würfel geschnitten.
Die rohen Zwiebelwürfel lassen wir jetzt einmal kurz anschwitzen. Dazu geben wir Olivenöl in die Pfanne, die Zwiebelwürfel hinein und lasst sie dann einmal glasig anbraten. Passt aber auf, dass sie nicht braun werden. Die glasig angebratene Zwiebel geben wir dann in eine Schüssel und lassen sie einmal auskühlen. Schön langsam wird es auch Zeit, dass wir den Teig holen. Der Teig ist wunderschön aufgegangen. Jetzt mische ich nur noch die erkalteten Zwiebeln mit den Liebstöckel. Einfach gut vermengen. Die Arbeitsfläche bemehlen wir dann und geben den Teig darauf. Den Brotteig ziehe ich etwas auseinander und dann gebe ich die angeschwitzten Zwiebeln mit den Liebstöckel darauf. Die Zutaten werden jetzt in den Brotteig eingeknetet. Dazu nehme ich jetzt einfach die äußeren Enden und ziehe sie immer nach innen. Und so lange, bis alle Zutaten gut miteinander verbunden sind. Dann drehe ich den Teig um und forme eine schöne Kugel. Passt immer auf, dass genügend Mehl darunter ist, dass nichts anklebt. Der Brotteig darf sich jetzt dann nochmal entspannen. Dazu decke ich ihn jetzt gleich ab und für 30 Minuten darf er dann nochmal ruhen. In der Zwischenzeit heizen wir auch schon mal den Backofen vor auf 200 Grad Umluft. Der Teig durfte sich jetzt für 30 Minuten nochmal entspannen und er ist auch nochmal aufgegangen. Jetzt nehme ich einen gusseisernen Topf und fette ihn ein. Den Teig gebe ich dann in den Topf hinein. Anschließend wird der Teig noch mit Wasser bepinselt. Den Topf gebe ich jetzt in den vorgeheizten Backofen bei 200 Grad. Auf der untersten Schiene darf das Brot jetzt für mindestens 35 bis 40 Minuten backen. Die Backzeit kann wie immer schwanken, denn jeder Ofen geht natürlich anders. Anschließend nehme ich das Brot aus dem Ofen und mache den Klopftest. Klingt es hohl, ist das Brot fertig. Das Brot lassen wir dann auskühlen und dann schneiden wir es gemeinsam an. Und so sieht das Brot von innen aus. Sieht es nicht appetitlich aus? Das Brot ist lecker und soft und hält sich über viele Tage. Und hier noch einen Tipp. Ihr könnt es zum Beispiel am nächsten Tag in den Toaster stecken. Da ist es wie frisch gebacken. Und wenn ihr wissen wollt, wie man leckeren Kräuteressig macht, na dann bist du ja auch richtig auf meinem Kanal. Ich wünsche euch jetzt alles Gute beim Nachbacken dieses leckeren Liebstöckel-Zwiebelbrot. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal hier bei Erikas Selbstgemacht. Servus.